Willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder an meinem Lieblingsprojekt momentan, und zwar Porter Reisemobil. Das Ding sieht schon richtig geil aus mit seiner falschen Farbe und den einzelnen Teilen, die dran sind. Heute geht es auch einen grossen Schritt am Motor weiter. Darum sind wir auch hier beim Thomas. Piaggio Motoren geht, weil das Ding soll Ende diesen Film fahren. Bis jetzt ist er noch nicht so gebig, aber Tauge! Mach mal auf die gute Stube. Guck mal, komm ohne Rädchen. Wieso? Ja, ich will nicht drüber reden. Ich habe schon gesagt, heute, wie auch letztes Mal, beziehungsweise ich habe gesagt, letztes Mal haben wir uns ja um Getriebe und Rad gekümmert. So erfolgreich wie das sind wir heute bei dir, um uns wieder ums Getriebe kümmern. Motor hast du schon einiges vorgeschafft, wir noch unbedingt anschauen. Etwas richtig Heftiges für auf Pritsche. Du bist auch ein Holziger, du bist ein gebürtiger Schreiner. Für das sind wir auch noch bei dir. Wir müssen uns aber anhalten, weil der Marco gesagt hat, Thomas darf nur einen halben Tag mit mir zusammen Spass haben. Dann habe ich wieder einen Abendtag gesagt. Zack! Der junge Kerl, wir haben ja gesagt, wir gehen auf 38 Kubik Retour, dass wir noch versicherungstechnisch... Kannst du gerade nochmal neu filmen? Was habe ich gesagt? 38 Kubik. 38 Kubik, fuck. Bei diesem Projekt, wenn wir versicherungstechnisch okay bleiben, habe ich am Thomas so gesagt. Und der Thomas hat gesagt, ja, das ist eine geile Idee, das ist eine geile Idee, ich weiss etwas. Wir sind tatsächlich auf einem 50 Kubik Motor. Das so viel ist bei dem geblieben, was ich gesagt habe. Aber was du mit dem Athena gemacht hast, plus, wir müssen dazu noch sagen, wir haben das Elo-Gehäuse, weil wenn wir mit dem auf Reisen gehen, ich will nicht die ganze Reihe mit der Zündung haben, wie ich es vielleicht schon mal hatte. Erinnere euch vielleicht noch. Was ein trauriger Anblick. Und darum gehen wir hier auf ein Elo-Gehäuse, aussenliegende Zündung, einfach weniger Problem. Jetzt habe ich genug geschnarrt, weil ab jetzt kommst du besser draus. Also, dann gehen wir zuerst mal auf deine aussenliegende Zündung ein. Elo-Zündung, wie gesagt. Ich habe mich da für GPO entschieden, weil es einfach momentan so die einzige ist, die verhebt, meiner Meinung nach. HP haben wir letztes Mal verbaut, das war ja ein riesiger Bastel. Genug. Da haben wir eben schon ein Elo-Gehäuse, also wir müssen nichts basteln, das verhebt das. Wir haben hier noch den Vorteil, du hast mehrere Ausgänge. Also du kannst nicht nur Licht anschliessen, wenn du willst, könntest du über eigene Spulen noch eine Hupe. Also ganz wichtig ist eine Hupe. Wir haben eine Hupe, die muss angeschlossen werden. Die kannst du anschliessen, gar kein Problem. Auch wenn du willst, Blinker oder etwas machen. Das will ich nicht. Alles kein Thema mit dieser Zündung. Könnte man theoretisch, nur theoretisch, einen LED-Scheinwerfer ansteuern? Wenn er 12 Volt ist. Einlass war italienisch, noch ein bisschen optimiert, nicht als Maximum gegangen, steuerzeitenmässig, weil wir brauchen ja 3 Momente unten raus. Da war dann leider auch wieder halt ein Defekt am Gehäuse, der Vergaser hat so gelottert, das Gehäuse hat ordentlich gelitten, dass ich den Stutzrahmen draufkleben vom Vergaser. Ja, alles das heisst, klar. Der Motor wird einfach zukünftig immer mit dem Vergaser laufen, aber ist ja kein Problem, weil es ist ja ein 12-7. Also einfach mit einem 12-7er originalen 12-7 Vergaser, der dann natürlich auch noch ein bisschen bearbeitet wird. Mazzucchelli. Ja. Ich habe mich da für die Rennwelle schlussendlich entschieden. Zuerst war ja noch eine Diskussion, nehmen wir originale Steuerzeiten. Weil wir beim Einlassfenster nicht am Maximum sind, fahren wir da Rennwelle. Ja. Also wenn du da das Maximum würdest du originale fahren, oder? Ja, genau. Einfach weil sonst wird es zu lang, die Steuerzeit. Ja. Okay. Weil du verschiebst die Leistung oben raus. Ja. Und dann hast du einfach unten raus nichts und dann brauchst du es ja halt doch. Dann das Herzstück, der Zylinder. Ich habe da extra noch einen mitgenommen, der unbearbeitet ist, wie er kommt, ab Werk. Kolben. Man sieht, das sind Feisterchen für Pussparts, die so mehr oder weniger stimmen. Und unser Kolben sieht jetzt so aus. Das ist ja ein toller Schweizer Käse. Und zwar kann ich das noch schnell erklären. Also auch der Zylinder, man sieht, wenn er bearbeitet ist. Die Überströmer, auch da würde noch ein bisschen mehr gehen, aber eben einfach aus dem Zeitpunkt. Aber wir müssen ja nicht das Limit annehmen, sondern einfach, das soll ein bisschen Kraft haben und gut ist. Genau, da habe ich die Busparts aufgemacht, hinterher gefräst noch. Eben da fehlt ein bisschen Material, alles ein bisschen rausgefräst. Auslass, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, ist noch ein bisschen trapezförmig gezogen. Viel geht natürlich nicht mehr, weil wir haben noch Nebenauslässe. Ja. Aber ist gut so. Und eben die zusätzlichen Feisterchen da unten, die sind, dass wenn der Kolben retour geht, zum Busplatz zuerst laden. Ja. Also dass schon mal gemischt kann einströmen kann. Dann kommen die zum Zug. Beim Jaughäuse haben wir ja immer das Problem, dass man da an dieser Stelle durchbricht. Also du kannst hier in der Fläche kaum etwas machen, weil es ist einfach, du hast kein Material da. Ja. Das sieht man immer wieder klassisch, wie da durchgebrochen wird. Das heisst, du kannst den Überstrom eigentlich nur am Schluss runterziehen. Ja. Damit, wenn der Kolben hinterher geht, noch zusätzlich Gemisch kann da einströmen, wo wir den Platz haben. Ja. Weil natürlich eben da... Dass der Kolben halt nicht zumacht mit dem Kolbenhemd, sondern dass dort durch nochmal einströmen kann.
kann einströmen. Genau, weil von hinten her kommt ja nicht so viel, weil wir da in der Tiefe nicht können weiterhaben. Plus der Kolben dazu, ja. Genau. Ja, wir sind wirklich wieder mal am richtigen Ort, wenn es um die Schaumotoren geht. Dann eben von der Dichtfläche her natürlich da wieder ein bisschen aufgießen. Das lässt sich halt einfach nicht verhindern. Also eigentlich ist es ein Klebstoff. Ja. Er wird nicht ganz hart, wird immer ganz leicht elastisch. Meine Erfahrung hat einfach gezeigt, bei Kaltmetall, dass es gerne mal bei Vibrationen kann wegbrechen kann. Ja. Und um das zu verhindern, nehme ich einmal das. Der Zylinderkopf wird vermutlich ein Original, da müssen wir dann schauen mit der Quetschkante, sobald wir mal alles zusammengesteckt haben. Ja, 50 Kubik. Ja. Also wir haben da wirklich einen vorbereiteten Motor eigentlich. Bis auf den Zylinderkopf. Bis auf den Zylinderkopf. Genau. Dann müssen wir wirklich, wenn alles zusammengesteckt ist, wenn alles passt. Dann würde ich aber sagen, wir schieben das mal schnell auf die Seite. Haben wir schon ein paar Mal gezeigt in den Genau, Videos. und gehen mal schnell aufs Getriebe ein. Weil wenn wir schon hier einen fachkundigen Mann bei uns haben, dann müssen wir natürlich alles Wissen aufsaugen. Ja. Und darum schauen wir das Getriebe an. Gut, machen wir. Also in puncto Getriebe haben wir ja letztes Mal angefangen und dann müssen wir feststellen, dass das 18er Getriebe leider da ein Zahnrädchen hat, wo halt eben wirklich da die eine Seite verrostet ist. Die ist irgendwie im Wasser gelegen. Hat dann ganz scharfe Zähne, was nicht, sieht man da, Freddy? Auf dieser Seite ganz scharfe Zähne und da, so sollte es normal sein. Das Problem ist jetzt natürlich, dass man einfach 18er Getriebe nicht wie Sand am Meer findet. 18er Keilnut sind sehr selten. Ich habe mal rumgeschaut und habe mich schon gefreut, ich habe ein neues Zahnrädchen gefunden. Noss, schön rostig. Leider aber da das kleine Zahnrädchen zu dick. Da hat es jenste Ausführungen gegeben. Also wenn irgendjemand das Grab von Zahns 29er zu 9er ich glaube, es ist 19. Rädchen rum hat, mit einem kleinen Durchmesser und alles, wir brauchen es. Aus folgendem Grund probieren wir jetzt das gleich zusammenzubauen. Weil wir jetzt den Porter so bauen, dass wir viel Gewicht haben und Leistung unten auf den Berg aufbrauchen, bauen wir das mit dem Rädchen zusammen. Schauen mal, wie es überhaupt funktioniert. Grundsätzlich vermüselt es uns das vielleicht früher oder später. Wir wollen aber wissen, sind wir auf das 18er angewiesen? Können wir theoretisch auch auf ein 14,5er, 14,5er? 14,8er sogar gehen. Es gäbe allemal noch 16er Keilnutgetriebe, Köbi, vielleicht müssen wir den dies klauen. Oder auf was, dass wir halt wirklich angewiesen sind, um am Berg noch raufzukommen. Darum wichtig, das 18er jetzt mal zusammenbauen. Und spannend für euch, wie baut man so ein Getriebe richtig zusammen? Pisa. Ich habe gedacht, wäre eigentlich noch geil. Klar, Altholz, um einfach mal eine Ladefläche oder eine Ladebrücke haben, um dieses schöne neu lackierte Ding ein bisschen zu schützen. Dass man dort auch einfach mal ein bisschen gröberes Zeug drauf werfen kann. Und Pisa, weil der Porter ist ja ursprünglich aus Pisa gekommen. Darum wäre das vielleicht gerade noch so geil, ein bisschen den Spirit reinbringen. Nebst dem, dass der Thomas auch noch die weltsuperste Töffli-Werkstatt hat. Ich meine, schaut euch das mal an. Da ist auch sonst noch ganz ein heimlich feisser Kerl, weil wenn du jetzt so quer darüber hinaufst, hat er einfach seine eigene Schreinerei. Können wir schauen. Das ist der Geschmack. Altes Holz. Neues Holz? Weiß nicht, einfach Holz. So, ich tue mich jetzt hier verwirklichen. Reiss das Zeug mal auseinander. Scheiße, Mann. Ich nehme zuerst den hier auseinander. Schön fein. Und dann wissen wir, wie viele Bretter wir wirklich brauchen. Ich kümmere mich jetzt ums Getriebe. Wie gesagt, Keilnutgetriebe, sehr speziell. Ich werde das zuerst alles noch ein bisschen reinigen. Es sieht zwar nicht einmal so schlecht aus. Wir machen ein neues Kugellager rein. Dann wird nachher später dann auch eine Swing-High-End-Bremse verbauen, dass wir da ein bisschen Bremsleistung haben. Wie gesagt, das ist ein Versuch mit dem 18er Getriebe, weil wir wissen überhaupt nicht, wo wir hin müssen mit der Übersetzung. Das mit dem Zahnrädchen ist schade. Wir schauen mal, wie es tut. Das Gröbste habe ich geputzt, mal beim Gehäuse. Noch etwas Wichtiges hier beim Putzen. Wenn ihr gesehen habt, ich habe so eine Drahtbürste gemacht. Wichtig, das ist eine Messing-Drahtbürste, weil sonst machst du alles kaputt. Das Lager ist eingepresst. Wir haben jetzt gerade noch festgestellt, die Eingangswelle. Wir wissen nicht, wo sie ist. Es ist glücklicherweise die gleiche wie in diesem Getriebe. Salut! Hallo! Drinnen ist, von der Zähne her, das Gewinde oben ist aber leicht beschädigt. Die Elias flickt jetzt das gerade noch schnell und dann können wir die übernehmen ins 18er Getriebe. Da sieht man jetzt schön noch den Unterschied. Das ist ein neues Getriebegehäuse. Und da haben wir das Kugellager unten. Das heisst, da können wir das Öl erst einfüllen, wenn das Getriebe im Rad drin ist. Beim Keilnut-Ding. Genau, weil es dann erst dichtet mit dem Simmering. Ja, das ist ein neues.
Wenn ich jetzt hier 18 mal drehe, müsste ich den ganz einmal drehen, ist das richtig? Die Hinterwelle, ja. Also ja, der. 1, 2, 18, 19. Ja, 18,6 ist es. 18,6, ganz genau, da habe ich gemerkt, wie es hier aufgehört hat. Ah! Der Jude Mann ist hier! Moins. Moins. Ja, moins. Da hat es übrigens noch ein Update gegeben. Wir haben die jetzt erst außen rumgelegt, gell? Ja, genau. Bis wir gemerkt haben, dass auf dieser Seite das Getriebe dann gar nicht mehr eingeht, wie es vorsteht. Dann habe ich nochmal alles auseinandergenommen und komplett von innen. Also nicht eine von oben, eine von unten, sondern alles komplett von oben eingespeichert. Jetzt habe ich knapp 4-mal gekreuzt, also ist wirklich mega special. Dann kann ich sozusagen quer fahren. Und immerhin haben wir jetzt sogar auch ein Werkzeug, um so ein Keilnoträdchen ins Zentrum zu bringen. Top! Für die nächsten Porters. Ich glaube, da musst du den Job nehmen. Keine Noträdchen gibt es nicht so den Haufen. Aber vielleicht. Ja, Wenn genau. ihr eins braucht, schreibt es zu mir. Ja, genau. Also da unten. Fredo, ich brauche mir deine Hilfe. Ich will die Ladefläche in die Schreinerei bringen. Schmeiß mal die Kamera weg jetzt. Das Ding ist ja voll lackiert. Und um jetzt hier nicht den neuen Lack und alles wieder kaputt machen, möchte ich gerne mit Brattern alles zumachen. Und da vorne, wenn mir das auch nicht gefällt, weil das halt einfach irgendwelche Winkel drüber runter sind, habe ich gedacht, irgendwie so noch zumachen. Wird ein bisschen knapp. Das ist der Plan. Und jetzt wird geschreinert! Sieht's aus? Getriebe ist zusammen. Velogang funktioniert, Bremse ist montiert. 16er jetzt, hä? 18er, noch kein Öl, darum dreht es noch ein bisschen streng, aber es Aber dreht okay, sauber. Da haben wir angeschliffen, noch ein bisschen geputzt, das heisst, du kannst den Pneu montieren. Ich will mal anfangen mit dem Motor, dass wir das mit dem Zylinderkopf dann nachher anschauen. Genau. Wow, Pneu drauf machen, dann kann ich später noch. Also, du machst den Motor zusammen. Motor. Ich mache ein Plättchen rein. Sehen wir es nachher. Bis nachher. Was geht's? Also wir sind ja Gott sei Dank hier bei Schreiners daheim. Der schreibt jetzt zwar gerade meine schöne Oberseite, die ich schon geschliffen habe. Aber der hat auch alles Werkzeug vor Ort. Wir finden jetzt hier Lamellos. Lamellos sind die Holzdübel. Flachdübel, ja. Flachdübel haben wir hier geschlitzt. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Damit die da zwischendrin werden geleimt. So zusammen. Dann haben wir eine schöne, eigentlich ziemlich schöne Fläche. Klar, wenn wir noch eine Spannung im Holz haben. Dann Weisslim hast du gesagt. Weisslim rein, nachher mit dem ultimativ Schaumleim. überkrassen Schaumleim das Ganze zusammenkleben, bis unsere Hände anheben und dann sind wir fertig für heute. Dann sind wir fertig. Auf geil. Los geht's. Also ich darf jetzt noch irgendetwas erzählen, hat der Thomas gesagt. Er hat auch alles vorbereitet. Das heisst, ein Sonnenuntergang? Nein. Das Getriebe ist zusammen, High-End-Bremse drauf, tipptopp. Hier Freilauf ist auch so ein Keilnut-Freilauf-Ding. Alles ein bisschen anders. Hier ist die Dreiecksplatte, die haben wir schon gesehen. Jetzt bauen wir das Ding zusammen. Hier hat es noch kein Öl. Weil, wie ist jetzt da? Der dichtet erst ab, wenn er Genau. Wenn der der Simmerring da auf dem rumgeht. Ring aufliegt. Und dann dichtet es ab und dann kannst du Öl einfüllen. Richtig. Aber man hätte es ja nicht besser gewusst im Mittelalter. Also, basteln wir das Ding zusammen. Pam! Jetzt kommt das Öl. Dann sehen wir, ob es dicht ist. Oh dear, ich freue mich noch nicht mehr so. Also wenn es so gerade steht, Also. so, Wenn es gerade steht, so, wenn gerade, dann sollte es gerade so knapp rauslaufen. kann das ein bisschen überschwappen. Genau. Aber nur wenig, weil sonst nachher spritzt es so über das Überlaufding raus. Das will man nicht. Der Pneu geht nicht. Kannst du vergessen. Nein! Das geht nicht. Hör doch Schau auf! da vorne, es steht schon abgestanden.
Da stehen wir an, siehst du das? Ja, ist halt schon etwas. Cool. Das heisst, ich gehe jetzt rüber Platte machen. Der Freddy macht heute den neuen Pneu drauf. Und du gehst endlich machen. So, das tolle Rädchen ist jetzt doch noch reingerutscht. Freddy hat da schnell auf dem 2 Zoll Pneu degradiert, würde ich ja sagen. Weil der 2,5er, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist da wirklich voll auf den Ständerfedern angestanden. Jetzt hat er knappe 5 mm. Also das ist ultra eng da. Nicht von der Breite, da haben wir wirklich genug Platz. Da hat einen guten 2,5er reingepasst, aber auch da von der Länge, also vom Aufbau, vom Reifen, mag so nichts leiden. Darum jetzt auf den 2er. Auch ein klassisches Profil, das ist eigentlich auch okay. Aber so ein 2,5er hätte man schon besser gefallen. Ich kenn's. Nachher können wir die ganze Wanne drauf machen. Und das Brett haben wir in der Zwischenzeit zusammengeleimt und eine Lasur drauf gemacht. Die ist jetzt noch am Trocknen. Da können wir noch alles zusammenbauen. Und es ist rollend. Und ich kann morgen den Motor bauen. Die Brücke haben wir drauf gefitzt. Fredo hat mir da schnell geholfen. Jetzt ist das ganze Ding nur mit 4 Schräubchen angemacht, was uns jetzt da zugute kommt. Picobello. Ups. Unradiert. Jetzt ist ja noch unser wunderschöner Pisa-Ding. Da ist er. Pisa-Ding. Der da kommt jetzt hier hinten an. Lustigerweise, wie es halt Pisa ist es schräg. Den lassen wir glaube einfach mal noch locker drin. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die machen oder nicht. Da kommt noch ein Winkel an. Aber sonst haben wir etwas geschafft. Endlich ist die Brücke drauf. Rädchen haben wir schon dran gehabt. Das Hinterrädchen ist jetzt auch endlich drin mit dem 18er Getriebe. Das ist nicht so schön, aber... Ja, aber ich bin gespannt, wie es läuft. Weil da können wir sicher mal schauen, wie krass untersetzt ist jetzt so eine. Motor ist natürlich High-End. High-Endiger geht es fast nicht. Können wir nämlich morgen das Ganze, oder beziehungsweise ich, das ganze Ding noch zusammenbauen. Motor rein, Vario, Wandler, alles an. Und hoffentlich die erste Fahrt machen. Wenn das Wetter passt. Also, für heute machen wir Schluss da. Wir sind weit ins Stück gekommen. Danke dir. Kein Problem. Geil. Und dann sehen wir uns in 2 Sekunden wieder. Let's go. So, nächsten Tag. Wir sind zurück im Headquarter vom Mofa Kult. Und ich habe jetzt die Aufgabe, das ganze Ding noch zusammenbrechen, weil wir wollen ja das Ding noch starten. Thomas muss leider noch ernste Arbeit machen, heisst, ich bin wieder allein. Aber nichtsdestotrotz Gas geben, alles zusammenbauen. Er hat ja hier den wunderbaren Motor gemacht. Den haben wir gerade gesehen, der kommt rein. Der spezielle Wandler hier, der spezielle Glocke, kommt alles an. Zack, zack, das Ding zusammenbauen. Ich habe jetzt schon Angst. Neue Lackmotoren. Wow. Schau mal. Top! Vario Matticonio! Ich mache jetzt einfach alles handgleich mal Pi. Ich hoffe, es stimmt und sonst muss dann der Turbo ausbaden. Das ist meine neue Philosophie. Ruderstrahl. Ich weiß nicht was wo. Nehmen wir jetzt auch mal das da, vielleicht geht das. Yes! Ob das schlau ist? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Okay, ich weiß nicht mehr. Bosch 1359er, Ryman. Die haben wir schnell einfach abgefettet. Nicht, dass wir Italien-Probleme haben mit dem. So, das Ding ist drauf, Riemen auch. Und da haben wir noch fast den Wandler fast zusammengesetzt. Zum Glück haben wir da eine Porter-Anleitung. Mit einer aussenliegende Riemenscheibe, irgendetwas, das dann schleift. Wenn die Drehzahl zu groß wird, keine Ahnung. Ich frage dann mal, wenn es läuft. So, wir sind jetzt aber soweit. Seilzugstarter kommt drauf. Thomas ist nicht zu, dann können wir das auch machen, ohne dass er wieder anfängt rumzujammern. Bevor wir da jetzt Mütterchen drauf machen, hat mir der Thomas noch etwas gebracht. Das haben wir noch nicht im Shop, wird aber aufgenommen. Und zwar, vielleicht ist das schon im Shop, bis ihr das schaut, ist das die Aufnahme für die Zündspule, wenn die außenliegend ist, für den Porter. Die können wir nämlich hier drauf tun. Passt nicht, cool. Cool. No doubt. Das passt da nicht. 80 raus. Ja, Classic, hä? Steht Piaggio Ciao drauf, passt natürlich nicht. Ich glaube, da müssen wir ein Ring Revival Part ausmachen, dann passt es vielleicht auch. Also, aufschleifen. Tragische Scheiße. Bevor wir jetzt da mühsam ausschleifen, gehen wir noch grauenhaft reklamieren. Ab geht's. Ja, Kacke. Schleifst jetzt halt auf. Einfach die Löcher stimmen nicht, oder? Ja, sind eng. Alter, was für ein Scheiß.
Wirklich schön beim Töffli basteln, dass du die Teile einfach wirklich nehmen kannst. Zack, und alles passt, oder? Das ist nur geil. Wir haben ja eine elektronische Zündung und darum auch eine ausliegende Zündspule. Die muss ja irgendwo dran nehmen. Darum haben wir auch hier die Brückenart, die wir da drauf machen, damit wir genug Distanz haben. Schön eng gedrückt. Dann kann man das so da bauen. Geht dann schön auf die Motorenschrauben, hebt so tipptopp. So, die Zündspule ist angehängt. Zum Glück kommt von der GPO-Zündung auch die richtigen Kabel. Grün, weiß, rot an die GPO-Zündspule. Passt alles, ist so angeschrieben. Zündkabel dran, wir können schon gleich loslassen. Aber es fehlen 2, 3 Sachen. In Fugazi zum Beispiel. Haben wir halbe Glieder? Ja. Die Länge jetzt anpassen. Es war zu lang oder zu kurz. Ich habe jetzt ein gekröpftes Glied hier tun. Und so passt es jetzt genau. Das ist eigentlich das Teil hier. Das macht einfach ein Glied länger. So, und jetzt haben wir mit dem Spanner. So, jetzt haben wir das Spannen. Dann passt das auch. Tipptopp. Gut. Thomas, jetzt habe ich gesagt, du sollst im Kromach arbeiten. Weißt du da Schönes? Ich will vergasen. Tolle Sachen. Perfekt. Und jetzt sogar den richtigen Jockhebel drauf. Alle Zuschauer so, was so fucking Hölle ist da? Hure Kromach, der regt mich jetzt schon auf. Da, das wäre eigentlich ein Reibbelag. Genau. Und das war einfach eine Scheibe, die jetzt drunter war. Ja, weil der Reibbelag gibt es nicht mehr. Wir haben den auch nicht. Und weil vorher hast du da mega Spitze gehabt. Genau, du konntest da drüllen. Ja, genau. Und dann das Rad dreht und da ist einfach da durch. Ja. Und jetzt, es erfüllt den Zweck nicht, weil der Reibbelag ja nicht drunter ist. Ja. Aber es funktioniert wenigstens. Sehen wir gehen immer weiter auf ein zuverlässiges Reisegefährt zu. Guter Reisecontent incoming. Wir bauen jetzt hier den 12-7er Vergaser ein. Wir haben einen Stufenbohrer von 12 auf 7 oben runter. Und mit dem kann man legal auf der Straße fahren. Das ist gäbig. Weil wenn nicht legal ist, nicht gäbig. Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier den 12-7 Vergaser, den wir einbauen, weil es muss ja alles schön auf die Straße und legal Halt, sein. stopp, Thomas, was machst du eigentlich da hinten? Bist du nicht im Krommachen? Ich habe gedacht, ich muss es zeigen. Alles klar. Ja, der 12-7 sieht jetzt so aus. Also aufgemacht, auf 13-13. Düsenstock rausgenommen, aufgebohrt, poliert, Düsenstock wieder rein, saubere 13-13, angeschrieben mit 12-7. Also ich kann jetzt nicht einfach einen 12-7er nehmen, den die so in die Bohrmaschine und dann hier durchbauen. Das ist wahrscheinlich ein grosser Düsenstock. Genau. Schade. Du musst den Düsenstock rausnehmen und wieder einsetzen. Okay. Fürs nächste Mal. Der Vergaser kommt ja da von unten noch ein bisschen mehr Luft über. Alles zusammenbretschen und Bremse haben wir noch keine, aber muss ja nicht laufen, oder? Schön bist du da, Thomas. Drücken wir das Zeug schnell zusammen und dann lassen wir chattern. Wegen, ich muss gut machen. Wegen? Da kommt etwas in den Sinn. Da haben wir ja nochmal ein Tuning-Element, das wir verbauen. Oha. Da haben wir jetzt zusätzlich noch einen 3D-gedruckten Prototyp, Venturi-Ventil. Verbauen wir jetzt. Das Jog-Ventil funktioniert weiterhin. Rein mit. Jockhebel. Jetzt hast du den teuren alten Nusshebel verbogen, Mann. Ja, was will ich machen, Mann? Das Ich will ist doch nicht. den Porter auseinanderflexen, nur damit ich den alten Huren-Drecks-Jockhebel nicht... Ja, so funktioniert der Hebel nämlich auch nicht. Funktioniert gar nicht so. Mal schauen, wie das tut. Ja, musst du noch super. ein bisschen mehr verbeugen. Da musst du noch ein bisschen mehr verbeugen. Und das Ding müssen wir gerade auch noch drehen. Was drehen? Den Benzin in das Heinen. Wieder rauf. So, la. Gut, kurzer Zwischenstand. Wir sind relativ weit gekommen. Alles Wichtige ist angehängt. Gas ist dran. Hinterbremse hätten wir dran. Was noch fehlt, ist der Auspuff. Weil da ist der Motor drin. Vergaser ist angehängt. Luftfilter ist dran. Kette, alles. Wir können eigentlich nachher probieren starten. Der Roger ist sogar Benzin holen. Darum jetzt den Auspuff an. Der sollte ja passen. Den haben wir schon dran gehabt. Da immer ein bisschen schauen bei der Ciao mit den Ständern. Achtung! Das Ding haben wir übrigens auch im Shop. Aber sobald ohne Benzin kommt, kann er nicht mehr nachziehen, weil keine Luft mehr nachkommen kann. Eigentlich gäbig. Da läuft's. Das ist der einzige Grund, wieso ich die schwarzen Schläuche nicht mag, oder die farbigen. Du siehst nicht wirklich, ob es läuft. Im Filter ungefähr sieht man es. Ich glaube, jetzt rufen wir, oder? Ich glaube, wir rufen den. Ja, gut, ins Eich geschliffen. Sollen wir schauen, ob es funkelt? Kann man schauen, ob es funkelt. Ja, funkelt wie ein junger Gott. So. Mein Gott, nimm den Scheiß weg. Was? Der Seilzugstarter. Kommt der schon wieder mit dem? Meinst du, es liegt am Stecker?
Zündet er einfach nicht mehr. Hä? Siehst du? Jetzt hat er wieder kurz gezündet. Ja, super. What the fuck? Ja, gib mir nochmal schnell den Kerzenstecker. Gibt es einen anderen Kerzenstecker? Also da ist jetzt durchgehend. Nein? Auch wieder nicht mehr. Was für ein Scheiß. Scheiß Seilzug gestartet. Ja, musst raus. Ja. Es ist der nächste Tag. Der Thomas hat hier noch eine Feierabendaktion gebracht, alles nochmal durchgecheckt. CDI jetzt auch richtig angehängt und das Ding läuft. Soweit ist alles parat. Ich habe jetzt noch die Vorderbremse angehängt, dass das Ganze auch ein bisschen sicher ist. Weil Probefahrt steht als nächstes an. Die machen wir aber erst im nächsten Video. Da das Getriebe durchtesten, brauchen wir das wirklich das 18er oder können wir auf das 16er, auf das 14er. Weiter geht es dann auch mit dem Aufbau Reisemofa. Was da alles noch dazu kommt, sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr bleibt dran beim nächsten Mal, wenn es um den Porter oder um unsere Hercules Prima GT geht. See ya! Ist Uhren abgegangen, Mann! Der Deko hat jetzt gerade abgehängt. Gut, dann ich den nicht angehängt, sondern der Togu. Das schießt jetzt gerade zusammen. Leck geht das Ding ab! Fuck! Also mehr als ein Drehmoment ist das Shit. Okay, abstellen können wir nicht mehr. Müssen wir auch nicht. Tschüss.